Die Morgensonne schien hell über den kleinen Bauernhof, der am Rande des riesigen Naturschutzgebiets Tsavo East liegt. Der Bauer Josef Mbeki, der mit jeder Brise und jedem Vogelgesang der Gegend vertraut war, ging wie gewohnt ruhig seiner Arbeit nach. Der Boden unter seinen Füßen war trocken und rissig, durchsetzt mit Flecken von kurzem, grünem Gras, ein Zeichen dafür, dass die Trockenzeit schon seit Wochen anhielt. Während Josef den alten Zaun reparierte, hörte er plötzlich ein seltsames Geräusch aus dem nahegelegenen flachen Teich. Der Laut war ungleichmäßig, sowohl unreif als auch hastig, ganz anders als die vertrauten Laute von Nutztieren oder Waldvögeln. Josef unterbrach seine Tätigkeit, neigte den Kopf, um zuzuhören, und allmählich stieg ein Gefühl der Unruhe in ihm auf. Er blickte zum See, wo der schwarze Schlamm unter dem grellen weißen Sonnenlicht zum Vorschein kam. Ein ungutes Gefühl veranlasste ihn, sein Werkzeug fallen zu lassen und langsam auf die Geräuschquelle zuzugehen. Die Umgebung wirkte ruhiger als sonst, nur der heiße Wind, der über die Wiese wehte, war zu hören. Josef ahnte nicht, dass die nächsten Schritte ihn in einen Moment führen würden, der das Schicksal zweier wilder Geschöpfe verändern würde. Aus sicherer Entfernung sah Josef überrascht ein Löwenjunges allein im schlammigen Sumpf stehen. Das mit Schlamm bedeckte Löwenjunge stieß unaufhörlich panische Schreie aus, die durch den offenen Platz hallten. Josefs Herz hämmerte, sein Instinkt riet ihm, keinen weiteren Schritt zu tun. Bei näherem Hinsehen staunte er nicht schlecht, als er den Kopf einer Löwin aus dem dicken, schwarzen Schlamm hervorlugen sah. Die Augen der Löwin waren müde, aber noch geöffnet, ihr Blick voller Schmerz und Verzweiflung. Sein gewaltiger Körper steckte fest im Schlamm, nur Kopf und Hals ragten aus dem Boden. Josef verstand, dass die Löwin und ihr Junges bei der Jagd in ernste Schwierigkeiten geraten waren. Eine unüberlegte Handlung könnte ihn in Lebensgefahr bringen. Eine Mischung aus Furcht und Mitleid ließ Josef mehrere lange Sekunden sprachlos zurück. Schließlich trat er zurück, holte sein Handy heraus und rief sofort die Parkwächter des Reservats an. Knapp 30 Minuten später tauchte das Rangerfahrzeug von Tsavo East auf der roten Schotterstraße auf. Das Rangerteam unter der Leitung von Daniel Okoro näherte sich schnell dem Gebiet, in dem der See ausgetrocknet war. Die Ranger hielten ihr Fahrzeug in sicherem Abstand an und beobachteten die Szene mit großer Konzentration. Die Nachricht verbreitete sich schnell und veranlasste Einheimische und Landarbeiter, sich auf den Anhöhen rund um das Gebiet zu versammeln. Alle verstummten, ihre Blicke auf die Löwin gerichtet, die im tiefen Schlamm feststeckte. Nach einer ersten Begutachtung des Geländes stellte Daniel fest, dass die darunterliegende Schlammschicht extrem weich und gefährlich war. Er kam zu dem Schluss, dass die Löwin und ihr Junges beim Annähern an Beutetiere in der Nähe des flachen Sees in den Schlamm gefallen waren. Das Löwenjunge war leicht und sank deshalb nicht sehr tief, aber die Löwin war völlig erschöpft. Niemand wagte es, in den Schlamm zu treten, denn ein falscher Schritt hätte zur Folge gehabt, dass man hineingezogen wurde und nicht mehr entkommen konnte. Daniel begriff, dass sie gegen die Zeit und das Leben der Löwin kämpften. Nach kurzer Beratung entschied Daniel Okoro, dass die Löwin betäubt werden müsse, um absolute Sicherheit zu gewährleisten. Das Betäubungsgewehr wurde in einer angespannten, erdrückenden Atmosphäre sorgfältig vorbereitet. Alle traten zurück, und es wurde vollkommen still im Raum. Daniel zielte präzise auf die Schulter der Löwin, eine sichere Stelle für die Verabreichung von Betäubungsmitteln. Der Betäubungspfeil flog und steckte sich im Nu sauber im Körper des Löwen fest. Die Löwin stieß ein schwaches Gebrüll aus und versuchte, sich zu befreien, doch der dicke Schlamm hielt sie fest. Schlamm und Wasser spritzten überall hin, aber nach stundenlangem Eingeschlossensein waren seine Kräfte erschöpft. Jede verstreichende Minute wurde mit angehaltenem Atem verfolgt. Etwa 3 Minuten später beruhigte sich die Atmung der Löwin, und ihr Körper entspannte sich allmählich. Die Löwin fiel in einen tiefen Schlaf, was die Hoffnung eröffnete, ihr Leben zu retten. Während die Löwin schlief, näherte sich ein Parkwächter vorsichtig dem Jungen, um es zu beruhigen. Das Löwenjunge zitterte, leistete aber keinen Widerstand, seine Augen waren immer noch besorgt auf seine Mutter gerichtet. Es wurde gefüttert und zurück zum Ufer geführt, wo der Untergrund fester war.
2 weitere Ranger begannen, dicke Holzplanken nacheinander vom Ufer hinunter in den Schlamm zu legen. Jede einzelne Planke wurde sorgfältig platziert, um einen sicheren Weg über den gefährlichen, weichen Untergrund zu schaffen. Daniel erinnerte alle wiederholt daran, soziale Distanz zu wahren und sich langsam zu bewegen. Ein Parkwächter, der ein großes Seil trug, ging langsam den schmalen Holzsteg entlang. Unter dem grellen, weißen Sonnenlicht rann ihm der Schweiß über das Gesicht. Die Löwin lag regungslos da, ihr schwerer Körper mit schwarzem Schlamm bedeckt. Allen war klar, dass die gefährlichste Phase der Rettungsaktion nun begann. Die Parkwächter banden ein Seil sicher um den Körper der Löwin, um einen sicheren Abschlepppunkt zu gewährleisten. Das andere Ende des Seils war fest am Abschleppwagen befestigt. Als der Motor des Wagens aufheulte, begann sich der Schlamm um den Körper des Löwen aufzuwirbeln. Nach und nach wurde der Körper der Löwin aus dem dicken, klebrigen Schlamm gezogen. Der Schlamm zerbrach in großen Stücken und gab den Blick auf den schweren Körper des Tieres frei. Die Menschen am Ufer konnten ihren Jubel nicht unterdrücken, als sie den Löwen sich bewegen sahen. Schließlich wurde der gesamte Körper der Löwin auf trockenen Boden gezogen. Das Seil wurde schnell entfernt, um Verletzungen zu vermeiden. Daniel gab dem Rettungsteam ein Zeichen, sich zu nähern und den Zustand des Löwen zu überprüfen. Ein Gefühl der Erleichterung breitete sich auf den Gesichtern aller Anwesenden aus. Die Ranger benutzten Wasser, um die dicke Schlammschicht abzuwaschen, die am Körper der Löwin klebte. Das Fell des Löwen kam allmählich aus dem Schlamm zum Vorschein und zeigte, dass er noch genug Lebenskraft besaß. Ein Veterinärranger überprüfte umgehend die Atmung und die Reflexe des Tieres. Die Löwin erhielt Medikamente, um ihren Gesundheitszustand nach ihrer längeren Gefangenschaft zu stabilisieren. Nachdem die Ranger sich von der Sicherheit des Tieres überzeugt hatten, hoben sie es gemeinsam in den Eisenkäfig. Der Metallkäfig wurde sicher auf der Ladefläche des Lastwagens befestigt. Das Löwenjunge wurde ebenfalls in einen separaten Käfig neben seiner Mutter gesetzt. Die Autotür schloss sich in der respektvollen Stille der Menge. Das Auto fuhr langsam davon und drang immer tiefer in das Naturschutzgebiet Tsavo-Ist vor. Josef stand schweigend da und beobachtete, während in seinem Herzen eine Welle unbeschreiblicher Gefühle aufstieg. In einer ruhigen Graslandschaft tief im Inneren des Reservats lag die Löwin am Boden. Das Löwenjunge wurde in der Nähe platziert, zusammen mit dem vorbereiteten Fleisch und Wasser. Die Ranger fuhren rückwärts in ihr Fahrzeug, schlossen die Türen und beobachteten schweigend aus der Ferne. Etwa 15 Minuten vergingen in angespanntem Warten. Die Löwin erlangte allmählich das Bewusstsein wieder, ihre Augen öffneten sich langsam im hellen Sonnenlicht. Es drehte den Kopf, um sich umzusehen, und erkannte sofort sein Kind. Die Löwin leckt ihr Junges als liebevolle Geste der Beruhigung. Mutter und Tochter aßen das Fleisch schweigend und erholten sich so von der Tortur. Dann gingen sie langsam tiefer in die weite grüne Wiese hinein. Das Fahrzeug des Rangers rollte davon und überließ die Natur ihrem natürlichen Kreislauf.